Das ist auch, glaube ich, eine Übung, die wir beide immer vor dem Training machen, genau. Oder? Ja. Stay fit. Trainiere mit den besten Fitnesscoaches und den Profis des BVB. Pamela Reif, Alisa Schmidt, Mareike Spalek und Fernanda Brandao. Deutschlands erfolgreichste Fitnesscoaches machen dich fit. Hey ihr Lieben, mein Name ist Alisa und ich bin hier zusammen mit Felix und wir zeigen euch heute ein paar coole Dehnübungen, die wir auch immer vor dem Training machen, ne? Bist du bereit? Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Sehr cool, dann geht's los. So, wir steigen jetzt mal mit einer relativ einfachen Übung ein, die bestimmt auch alle schon mal gemacht haben. Und zwar stellen wir uns schulterbreit hin und gehen jetzt langsam nach unten und berühren dann mit den Fingerspitzen die Zehenspitzen. Wir können auch gerne ein bisschen wippen. Und für Einsteiger ist es oft ganz gut, wenn man die Knie ein bisschen durchbeugt, also nicht ganz gerade lässt. Fortgeschrittene können dann wirklich darauf achten, dass die Knie auch gestreckt sind. Wie lange wärmst du dich so vor einem Training auf? Schon so bis zu 20 Minuten, Ja. 5 Minuten Radfahren und dann geht es meistens ins Stretching. Ja, ist bei mir das Gleiche. Also ich laufe mich als erstes mal ein und dann Ja. mache ich auch immer, dehne ich mich immer. Ist es bei euch eher so eine dynamische Dehnung oder? Es kommt drauf an, manche machen die dynamische Dehnung und ja, manche machen eher ruhiger. So, dann kommen wir auch schon zur nächsten Übung und zwar machen wir einen seitlichen Schritt und gehen jetzt ins Knie und jetzt wippen wir auch ein bisschen. Genau. Sehr gut. Ja, also dehnen ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wir machen das Genau. hier wirklich Ja. sehr lange und ausgiebig vor dem Training, damit man sich nicht verletzt. Und besser ist aber eine dynamische Dehnung, als dann wirklich den Muskel zu sehr zu dehnen und ja, den Muskel damit festzumachen. Als nächstes machen wir eine Übung für die Oberschenkelvorderseite. Wir stellen jetzt ein Bein auf, am besten im rechten Winkel und nehmen jetzt das hintere Bein, aber nicht am Fußgelenk, sondern am Bein und gehen jetzt in die Dehnung. Das ist zum Beispiel auch eine Übung, die mache ich wirklich jedes Mal vom Training. Gibt es ja auch so? Ja, genau. Also generell der Oberschenkel vorne und hinten Sehr, ist sehr sehr wichtig. Ja. Ja, ist mit das Wichtigste, finde ich auch. Warst du schon mal schwer verletzt? Nein, Gott sei Dank noch nicht. Ja. Noch keine Muskelverletzung. Sehr gut, ja, das ist immer das Wichtigste. Dann nochmal die andere Seite. Was sind sonst so Dehnübungen, die du immer machst? Ja, wie ich gerade schon sagte, vordere Oberschenkel, also die Übung und ja, den Hamstring, Ja, den hintere Oberschenkel, den dehne ich meistens auch noch intensiver. den Beuger, den dehnen wir auch immer. Wir Sprinter Ja. brauchen den auch mal sehr gut aufgewärmt, dass man sich da nichts reißen kann. So, als nächstes kommt eine Übung für den Hüftbeuger. Dafür stellen wir auch wieder ein Bein auf und gehen jetzt vorne in die Dehnung. Kann auch gerne ein bisschen wippen, soweit es geht. Das ist auch, glaube ich, eine Übung, die wir beide immer vor dem Training machen, Genau. oder? Ja, genau. Ja, die darf immer nicht fehlen. Hast du auch so eine Routine entwickelt, dass du dann immer die gleichen oder ähnlichen Übungen machst? Genau, wo du also ich weißt? versuche ähnliche Übungen zu machen. Ja. Jetzt nicht jeden Tag die gleichen, weil sonst wird es irgendwann auf die Dauer langweilig. Ja. Ja, aber ich versuche schon möglichst immer die gleichen Muskelpartien zu dehnen. Ja, irgendwann entwickelt man ja auch so ein Gespür dafür, was Genau. man am besten auch vor dem Training braucht. Genau, ja. So, als nächstes kommt noch eine Übung für die Wade. Ihr Fußballer habt ja auch immer sehr trainierte Waden. Genau, ja. Von dem her ist es auf jeden Fall auch sehr wichtig. Wir starten und zwar gehen wir in eine Bergposition und winkeln dann einen Fuß an und drücken den anderen Fuß auf den Boden mit der Ferse, soweit es geht. Und dann wechseln wir uns ab. Was macht ihr sonst für Training für die Waden? Trainiert ihr die irgendwie spezifisch? Also ich persönlich nicht wirklich. Okay. Ich achte halt nur darauf, dass sie vor dem Training oder vor dem Spiel aktiviert sind. Ja. Ja, auch bei mir beim Sprinten ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Waden da gut trainiert und auch vor dem Wettkampf oder vor dem Training auch aktiviert, damit man da keine Verletzungen auch zu sich zieht. So, und wir kommen jetzt zur letzten Übung, die nennt sich das Segel. Und zwar haben wir eine Hand in der Hüfte, die andere nehmen wir nach oben und gehen jetzt mit dem Oberkörper zur Seite. Kann auch gerne ein bisschen wippen. Dann die andere Seite.
soweit es geht, mit dem Körper zur Seite, mit dem Oberkörper. Dehnst du oft den Oberkörper auch vor dem Training auf oder, sag ich mal, liegt der Fokus eher auf den Beinen? Der Fokus liegt bei mir persönlich eher auf den Beinen. Ja, allerdings versuche ich schon ab und zu mal Stabi-Übungen reinzubringen, um auch den Oberkörper zu aktivieren. Ja, das mache ich genauso. Also ich dehne den Oberkörper auch, aber der Fokus liegt auf den Beinen. Aber gerade auch durch Stabilisationsübungen kann man den eben auch vorher sehr gut aktivieren. So, das war's doch schon. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Was war denn deine Lieblingsvariante? Meine Lieblingsübung war die mit dem Hüftbeuger. Ja, die mag ich auch sehr gerne. Die machen wir beide auch immer vor dem Training. Also ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Stay Fit. Deutschlands erfolgreichste Fitnesscoaches machen dich fit.